Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Diesen Monat habe ich wieder Lust zu basteln. Ich habe in meinen alten Bullet Journals geblättert und ein paar alte Designs gefunden, die mir sehr gut gefallen haben. Und dabei waren auch ein paar, die ich schon wieder fast total vergessen hatte, die mir aber immer noch sehr gut gefallen. Und diese möchte ich jetzt in diesem Monat wieder aufleben lassen. Zuerst schreibe ich den Monatsnamen auf. Ich habe schon ein paar Sachen vorbereitet und zwar habe ich Packpapier und Etiketten und Seidenpapier zugeschnitten. Letzteres seht ihr erst später. Für die Etiketten habe ich mir auch schon 2 Sprüche ausgedacht. Trust the timing of your life und der zweite Spruch ist eigentlich kein Spruch. Es ist mehr eine Erinnerung. Nimm, was du brauchst. Stille, meine Gefühle fühlen, Fokus, genieße den Tag. Jedes Mal, wenn ich das Bullet Journal aufschlage, kann ich mir eins dieser Sachen aussuchen oder auch 2 und mich voll und ganz darauf konzentrieren. Ich habe diese Sache von einem Instagram-Kanal, den ich total gerne mag und den verlinke ich euch mal in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auf diesem Kanal geht es vor allen Dingen um Selbstwertgefühl verbessern und sich selber finden und solche Sachen. Ich schreibe beide Sprüche in Anführungszeichen auf die Etiketten und klebe diese auf das Packpapier, das ich zuvor schon eingeklebt habe. Dann schreibe ich einen kleinen Kalender auf. Anschließend male ich noch ein bisschen Dekoration mit Fineliner auf. Viele Blätter, die in eine Richtung strömen. Vielleicht erinnert sich ja jemand an das Design. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und auch, wie ihr das findet. Generell, ob ihr lieber Collagen mögt oder lieber, wenn ich zeichne. Zuletzt nehme ich noch ein Washi-Tape und klebe die Streifen an die Ecken der Etiketten. So sieht es so aus, als wären die Sprüche ans schwarze Brett gehängt worden. Dann habe ich mich daran erinnert, dass ich vor einiger Zeit bereits ein paar Sticker designt habe. Die gibt es auch in meinem Etsy-Shop. Ich verlinke diese auch in meiner Infobox. Da könnt ihr gerne mal nachschauen. Die habe ich dann noch als Dekoration reingeklebt. Blumen und Blüten in Altrosa und ich finde, das passt irgendwie super zu dem Design und gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Farbe. So gefällt mir die Seite richtig gut. Wie immer werde ich alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinken. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Auf der nächsten Seite kommen wie immer die Wochenziele sowie die Einnahmen und die Ausgaben. Das wird ganz einfach gestaltet. Nur Text und ein paar Striche. Wer Interesse hat, mehr über die Einnahmen und Ausgaben und wie man diese verwaltet zu erfahren, der kann gerne gleich mal auf meinen Zweitkanal More Budget drüber wechseln. Da wird alles aufgelistet und genau erklärt. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich wieder eine Collage vorbereitet, wie auf der Titelseite. Ich habe wieder die Vierecke zugeschnitten und klebe diese auf. Erst mit Packpapier, dann das Seidenpapier und anschließend klebe ich wieder die Etiketten auf. Dabei wird jedes Kästchen ein Tag. Dann male ich noch ein paar Umrandungen dazu. Anschließend packe ich noch ein paar weitere Sticker aus. Auf diese hatte ich mal die Wochentage aufgeschrieben und ausgedruckt. Ich kann sie jetzt super wiederverwenden. Es dauert eine Weile, bis ich alles aufgeklebt habe. Aber es sieht richtig gut aus und gefällt mir sehr. Anschließend packe ich wieder meine Aquarellfarben aus und male noch ein paar Linien in rosa, passend zu dem rosa Seidenpapier. Auf der nächsten Seite geht es mit der Wochenübersicht weiter.
Ich teile die Seite in 7 Kästchen ein und male sie mit Aquarell aus. Dort trage ich dann später mit einem Pinselstift noch die entsprechenden Namen der Wochentage und auch die entsprechenden Zahlen der Tage ein. Auf der gegenüberliegenden Seite klebe ich wieder die zugeschnittenen Packpapiere ein mit dem Etikett in etwas kleinerer Größe. Wieder nehme ich einen Stift und male ein paar Umrandungen und ein bisschen Dekoration dazu. Ein paar Ringe und so weiter, so dass es einen Notizblock geben könnte mit Ringen. Dann hole ich wieder die Etiketten mit dem Namenssticker raus und klebe sie auf. Schlussendlich male ich wieder die Linien mit Aquarell. Dann nehme ich mein Washi-Tape und schneide ein paar Streifen zurecht. Diese klebe ich wieder auf die Etiketten, so dass ich dem Ganzen wieder ein Gefühl von schwarzem Brett verleihe. Auf der anderen Seite teile ich die Wochentage wieder senkrecht ein. Das ist der Ende des Monats und da verbleiben ja nur noch 5 Tage. Ich dekoriere das alles wieder mit ein paar Kreisen und Blättern mit Fineliner und anschließend male ich wieder Streifen und ein paar Flecken. Ich habe euch ja gewarnt, es wird sehr, sehr rosa. Auf der nächsten Doppelseite male ich mit Aquarell wieder viele Streifen und teile diese in die Wochentage ein. Diese Seite wird sehr, sehr rosa. Eigentlich wollte ich das nicht alles rot machen, aber irgendwie ist es dann so passiert. Das ist der Ende des Monats und da verbleiben ja nur noch 5 Tage. Ich dekoriere das alles wieder mit ein paar Kreisen und Blättern mit Fineliner und anschließend male ich wieder Streifen und ein paar Flecken. Auf der letzten Seite kommt wie immer die Dankbarkeitsliste. Auch hier kommen wieder ein paar rosa Streifen mit Aquarell. Unter der Dankbarkeitsliste habe ich noch etwas Platz und dafür habe ich eine neue Einteilung überlegt, die kommt aber erst später. Auf der nächsten Seite kommt der Social-Media-Kalender wie immer. Darunter male ich wieder Streifen. Für jeden Wochentag gibt es Platz. Mittlerweile habe ich immer mehr unterschiedliche Kanäle, die bespielt werden wollen. Aber es soll ja nicht alles gleichzeitig kommen, sondern lieber ein bisschen verteilt. Dafür ist diese Planung gedacht. Jetzt komme ich nochmal zu der vorherigen Seite zurück. Dort möchte ich Ideen eintragen. Alle Ideen, die ich zum Beispiel für Videos, Instagram-Post und so weiter habe. Ich will dort alles sammeln und dann nacheinander erstellen und bearbeiten. Als letztes gibt es wie immer noch eine Übersicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald zu einem neuen Video.